Hallihallöchen, herzlich willkommen zurück zu Alone in the Dark. Ja, liebe Freunde, ich habe heute ewig lang an meinem Setup rumgebastelt, deswegen kam die Folge leider nicht rechtzeitig. Es tut mir sehr leid, ich schaue, dass ich sie heute trotzdem noch rausbringe. Sonst kommen morgen dafür eben 2 Folgen, also diese hier, ne, und dann siehst du noch eine. Und ja, wie ihr seht, ist das Ganze etwas anders jetzt. Ich habe nämlich hier zusätzlich noch, da noch ein Mikro, das ist jetzt für die Playstation zum Labern. Dann habe ich hier meine neuen Kopfhörer für PC und für die Playsee. Und Mike habe ich jetzt auch einen neuen Arm. Und ihr seht es jetzt durch eine Kamera, die hat mich 800 Öcken gekostet. Das heißt, die sollte jetzt mal passen. Da sollte jetzt nicht so viel, da sollten keine Probleme auftreten. Ich brauche noch ein bisschen bessere Belichtung, aber das muss ich noch schauen, wie ich es mache. Da ist einfach platztechnisch hier im Studio nicht ganz so easy ist, aber werde ich schon irgendwie hinkriegen. Und ja, vielen, vielen Dank dafür nochmal an Robert, Alter. Robert, Küsschen gehen raus an dich, Alter. Ohne dich hätte ich den geilen PC nicht, hätte ich das geile Setup nicht, hätte ich allgemein so viel nicht. Ich bin dir echt dankbar, Mann. Also wirklich vielen, vielen Dank, Alter. Und ja, sonst noch irgendwas neu? Ja, ich bin leider immer noch nicht gesund. Also seht's mir nach, wenn ich noch ein wenig kränkel. Ja, ich gebe wirklich mein Bestes, dass ich hier mich nicht irgendwie überanstrenge und alles, aber es ist halt, ja, was soll ich sagen? Ich Idiot habe leider in der falschen Woche angefangen bis zu trainieren, weil das zögert einfach die Heilung raus, das war dumm, aber ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. So, und wir fangen jetzt an, genug gelabert, sorry dafür. Am Anfang der Folge sage ich noch, man darf nicht so viel rumlabern und jetzt laber ich einfach zu viel rum. Zerbrochene Scheiben, Hinweis. Paul, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. Okay, wir schauen uns das auch noch kurz an. Ja, ich musste jetzt allerdings wieder ein bisschen rumspielen. Ja, nicht an mir, sondern an den Filtern vom Chatlink, weil das ist jetzt auch ein bisschen anders. Und ich muss mir angewöhnen, dass ich da hochschaue und nicht da schaue, weil da war vorher die Cam und ich, ja, naja, ihr werdet es merken, es ist noch am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber es hilft ja nichts. So, Personal- und Patientenliste. Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener, who can occasionally be seen in the conservatory, but is for the most part busy outside. Wer ist denn Nummer 3 in Mr. Laris Zimmer? Malcolm McCarthy and Ruth Tallant reside on the first floor. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Die haben einfach Mr. Zimmer ausgelassen. And of course, Cassandra Beauregard live on the second floor. Laris Zimmer. Ach, liest er nicht weiter vor? Okay, ja, okay. Dr. Elmore. Was haben wir denn da? Warte, ich steht da. Zimmerschlüssel Nummer 6. Ja, sehr schön. Ich finde es cool, dass die das echt alles vorlesen. Also allein dafür kriegt das Game schon wieder Pluspunkte für mich. Den Kessel reparieren. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you wanna try to stop the steam pouring out. Be careful. Okay. We're careful. Ja, und sorry, ich schaue übelst aus jetzt, ne? Ich bin ultra beschwitzt und bin echt so im Arsch. Ich wollte jetzt nicht unbedingt nochmal für den Stream, bzw. für die Aufnahme abends Haare waschen. Und man soll nicht so oft Haare waschen und ich habe heute schon einmal und da dachte ich mir ein zweites Mal, ich weiß es nicht. Die paar Aufnahmen. Rorschach. Was ist das für ein Wort, Alter? 1 von 3. Patientenakten. Ah ja. Dann schau mal rein hier. Cassandra Beauregard, the beloved author. Very exciting, isn't it? What do you want to put down for reason for admission? What her agent told us.
Cassandra suffers from writer's block and needs to finish her moving picture script before the end of June. Mr. Chardot suggests Cassandra's heavy use of barbiturates is holding her back and risks ruining her career. And how should we summarize her personal history? Let's keep Das it kenne ich short. natürlich nicht. Cassandra Beauregard is Also, a beloved ich crime ruiniere author zumindest who nicht damit meine managed to pull Karriere. herself out of poverty and into stardom. 5 years ago, she tried killing herself by jumping off a balcony. Das ist The schlecht. incident left her a cripple and now relies heavily on her wheelchair. Das ist And hart. for diagnostic impressions? Das ist Cassandra hart. suffers chronic back pain following her suicide attempt. She self-administers morphine to keep herself ambulant, but has become addicted and the desired effect is now lost. The drug abuse clouds her mind, and she is unable to focus on real life. To save herself from this insight, she instead makes up stories to fill out the gaps in her own thought process, resembling the Korsakoff syndrome. Oh, bravo, Doctor. How will you treat her? First of all, she needs to be weaned from her drug addiction, and hopefully it will resolve her compulsive lying. Then look into permanently numbing her pain in her back through surgery. Finally, deal with her suicidal thoughts. Fantastic. With such a short time before June, I really hope she gets better soon. We will do what we can. Also ich befasse mich ja viel mit der Psyche, ne? Und ich habe mich auch viel damit befasst, mit Leuten, die sich umbringen wollen, wenn die dann gelähmt sind danach. Ne? Weil ich dachte mir so, ist es dann nicht noch mehr Strafe für die Leute? Du willst dich umbringen, dann bist du die ganze Zeit noch mehr gefangen und alles. Aber wisst ihr, was die meisten Leute dazu sagen? Ich meine, es ist ein hartes Thema. Und wenn du natürlich nicht über sowas was von hören willst, dann mach mal einen Skip hier, mach einen Skip. Aber ne, wisst ihr, was die meisten Leute das wirklich sehen? Als Chance, dass sie doch nicht gehen sollten. Und das bin ich echt, also da bin ich ultra beeindruckt, weil ich habe da leider ein bisschen schlechter gedacht. Ich dachte eigentlich eher, dass die dann noch weniger Lebenswillen haben, aber ja, ich sag mal 80-90% sehen das wirklich als zweite Chance. Ja, und nochmal zu den Drogen. Drogen sind böse, Finger davon lassen. Grace Saunders, 11 years old. Reason for admission? The mother insists on strict supervision by a proper gentleman to avoid further perversion of Grace's adolescence. Personal history? Grace's family possesses modest wealth and status. Her childhood seems ordinary, spending most of her time with private teachers and family friends. Grace's father recently passed away, leaving her mother the sole caregiver. And diagnostic impressions? Grace has trouble dealing with her father's death. She is willingly suppressing her feelings on the matter and isn't properly acknowledging the trauma she suffered. Any planned treatment? Grace needs nothing out of the ordinary. She simply needs parental guidance. Eventually, we can work on her feelings toward her father. Thank you, Doctor. I'll finish the paperwork and get her installed. Okay. Wie alt ist die? 11. Malcolm McCarthy, 54. Ach warte, ist es sie? Das ist ja sie, jetzt sehe ich erst. Schau, das ist das kleine Mädchen vom Anfang. Und als sie spielen wir ja auch im Prolog. Malcolm McCarthy, 54 years of age. Reason for admission? McCarthy admitted himself to Dossetto, stating simply that he needs some damn rest. And personal history? McCarthy claims he used to work as a lawyer in Baton Rouge, but says he can't go into details because of some legal dispute. His background remains largely a mystery, except for the occasional clue that he drops in conversation. Huh. And diagnostic impressions? McCarthy is an anxious man and an alcoholic. He often tells half-truths due to some deep-seated inability to trust other people. And how will you treat that? McCarthy will take some time to open up. Spending time with Jack's dog or the child should be good for him. Their harmless nature will help build his sense of trust. Thank you, Doctor. Was sollen dem 54-jährigen Mann ein fremder Hund und vor allem noch wieder ein fremdes Kind bringen? Hä? Elizabeth Wenn er Perosi, nicht Jeffrey heißt, dann... 33 years old? What should Warte I mal. put down? Okay. Elizabeth schon skip. Perosi, 33 years old? What should I put down as reason for admission? Well,
Perosi broke into Derceto and was found wandering the grand parlor. She was confused and suffered partial amnesia. She insisted she belonged here and offered to pay for her stay. Wild. Right. What do you make of her story? Perosi claims to have been a member of the Astarte artist colony some 20 years ago, a claim that seems contrafactual due to her young age. She looks to be and even thinks she is 33 years of age. That would make her a child at the time. It seems fair to say that Perosi's story is untrue, deliberately so or not. Diagnostic impressions? Do you have anything? Perosi's story is peculiar because she retracted her story about the artist colony. She no longer claims to be the same person as Elisabetta Perosi. However, my staff's research has confirmed there was a Perosi at that time who was in her early 30s. I suppose this case will take some time to investigate. How will you go about it? I wanted to contact the real Perosi, but it seems the whole colony disappeared one night. September 29th, 1915, during a hurricane. I will have to take it slow and figure out what this spell of impersonation could have been. Oh, I'm sure it will all clear up eventually. Thank you, Doctor. Interessant. Ruth Talon, Die ist ja auch jung. 29 years of age. Reason for admission? Ruth's father wishes that his daughter be removed from New Orleans nightlife for the foreseeable future. He fears that her overly free spirit is tarnishing the family's reputation. Sounds simple enough. Personal history? Ruth comes from considerable wealth. Her family owns several hotels and restaurants. Unlike the rest of the family, her sense of adventure has taken her around the world, including France during the Great War as a photojournalist. The last decade, she has provoked many rumors of being a debauched flapper, bordering on nymphomania. And diagnostic impressions? Despite her father's Was ist denn eine frivolous Flapperin? reasons for her to be admitted, Ruth does seem to provide an interesting case. She is refreshingly open and doesn't shy away from talking about her life during the war or her continuous celebration after returning to the States. She is admittedly a sexual deviant and feels no remorse. And her Warum sollte sie treatment auch? Simply staying at Derceto should do wonders for Ruth. If not, at least for her family's reputation. Ruth doesn't need to change, but with therapy I might be able to share with her some sympathy towards her family. I doubt she will settle down and become as dull as the rest of them, but at least she might try to be more discreet in the future. Ich finde es so wild, wenn ihr mal überlegt, 1928 ist fast 100 Jahre alt die Frau jetzt und das war mal so eine Perverse früher. Oder so ein alter perverser Sack. Ja, okay, die kann man sich jung schon vorstellen, ne? Aber so richtig alte Omis oder so brave alte Opis kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Jungen irgendwie mal so krass drauf waren, ne? Also tue ich mir immer manchmal ein bisschen schwer. Ach, haben wir ja noch jemand? Nee. Ruth. Nee, hä? Interesting. It's all the patient files except for Jeremy's. Looks sturdy. Doubt I'll be opening this. Okay, da hören wir leider nichts. Looks Ups. sturdy. Doubt I'll be opening this. Okay, das merken wir uns mal. Aber es war ja fast klar, dass es ein Dads gibt. Ja, die Schreibmaschine. Ich wollte jetzt speichern da hier. Resident Evil Vibes. Geht's denn dahin? Warum hat sie ihre Hand jetzt so gehoben? I need the key. Okay. Welcher Raum war das jetzt? Es war... Fuck. Hat sie eine Karte dann in der Hand?
Ah, ich kann meinen Cursor nicht bewegen. Okay, das war auf jeden Fall Büro des Sekretariats. Okay, merke ich mir. Na, schauen wir mal. Da werden wir doch bestimmt hier irgendwo eine Ding haben, ne? Mhm. Ach, lösbar. Da ist was Grünes, aufschließbar. Ja, dann werden wir wahrscheinlich sehen, wenn wir das Schloss aufmachen können, ne? Weil da ist ein Puzzle, das sehen wir ja. Ah, okay, das ist aber gut, weil das heißt, wenn wir irgendwas finden, dann sehen wir, okay, damit können wir das lösen. Das ist nicht schlecht, das ist gut gelöst. Das finde ich sehr, sehr gut gelöst. Sind wir hier lang, ja? Es ist doof, dass er die Richtung nicht anzeigt vom Charakter. Das würde ich mir jetzt noch wünschen. Oh. Warum sollten wir sprinten? Der magische Schlüssel. Fühlt sich einfach von selber ein. Okay. Oh. Ah, okay, das ist ein Hottie. Die ist ein Hottie. Ja, und sie teert erstmal eine, jawohl. Sie schaut sie ein bisschen lüstern an, ne? Ja, die ist wahrscheinlich ein bisschen bisexual. Good evening, Miss Hartwood. That is your name, isn't it? I would be terribly embarrassed if it wasn't. You're right. Emily Hartwood, Jeremy's niece. Nice to meet you. Ruth. Ruth Talon. So witzig, dass man überall teeren durfte, ne? Haha, ich wusste es doch. Eric, you're smoking? How terribly quaint. Maybe so, but I like it. Would you care to share some? That smell is making me feel very nostalgic. Ja, genau. Aber wahrscheinlich wird sie deswegen als pervers bezeichnet, weil in den 1930ern, da war Homosexualität pervers für die Leute. Ich glaube, die Hälfte oder 3/4 der Leute von damals würden heute einen Herzinfarkt kriegen. Is it all that you hope for? I enjoy your light mockery, Miss Hartwood. I can tell we would make great friends. How flattering. Too bad you're locked up in this place. Your insincerity is really refreshing. I wish you were mad as I am. Then you could stay. Give it a few years and I might just be. Lunacy is one of my family's few privileges. Oh, good. I'll be looking forward to it. Muss den Robert schnell ein Bild schicken. Emily. You don't know anything about what happened to Jeremy, do you? Everyone here is really strange, and it's hard to know what to make of anything you hear. Occasionally, it sounds quite exciting, though. Good versus evil and all that. I'm sorry, but I don't think I have anything useful to share. It doesn't matter. Also, Thank you for the much-needed break. Bon voyage. bon voyage. Also man muss sagen, die haben den Rauch ziemlich cool hinbekommen. Die schaut echt gut aus. Also ich kenne selten Games, wo der Rauch so realistisch von der Kippe aussieht. Also selbst Games, wo richtig gut aussehen, die tausendmal besser aussehen, so als das Grundgame jetzt hier, die haben nicht so einen guten Kippenrauch. Aber schön, ich mag die Ruth. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Ladies Action mit den beiden. Are you reading anything good? A Brightness from Afar by Lord Boleskine. It's actually not bad. You know where Detective Carnby is?
Den suchen wir die ganze Zeit, You don't ne? need him. You're doing fine. Haha. I should probably go. Until next time, Cherie. Das macht ja einen auf interessant, ne? So nach dem Motto, ich beachte dich gar nicht. Was liest du denn da, Lady? Sehen wir nicht. Naja, Hauptsache sie hat unsere Kippe. Verlorene Plantagen von Louisiana. Lost Plantations of Louisiana. Terry Bricklow, 1917. Deseto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed $30. hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Deseto kept a modest production of Perique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Deseto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Deseto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Deseto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Legrasse of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Deseto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Deseto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artist's colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Deseto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. Cool. Also ich finde solche Stücke und so Vorgeschichte und so mega geil. Ja, mega geil. Ich habe nur die Augen zugemacht, weil ich richtig fertig bin, aber ich habe mich drauf konzentriert. Also keine Sorge, ich fand es nicht langweilig, ich fand es sogar ultra nice. Mehr Games, die sowas machen sollten, sage ich wie es ist. Okay. Jetzt kommt mir erst, warum war die hier in dem Zimmer eigentlich eingesperrt? Oh, Shorty! Was für Ah, da kann man hinzoomen. Mal. Hey du. Es geht. Okay. Immer diese automatisch schließenden Türen, ne? Holy moly. Holy moly. Heilige Molly. Gern.
Einfach irgendwas eingeschlagen hier. What the fuck? Dann geh doch jetzt durch. Oh shit. Oh shit. Ich muss den Limiter ein bisschen... Okay. Alter, jetzt brennt da alles. Schlüssel? Bolzenschneider. Ah ja. Nice. Ih. Ih. Die Shotgun ist weg. Ah, so, okay. Ist ja wirklich wie Resident Evil. Geil. Everything's back to normal. Ah. Warte mal. Nee. Jetzt warte mal. Das sehe ich nämlich, dass wir ein Rätsel lösen können. Hä? Okay. Ja? Wo müssen wir lang? Hier. Ja. Gerade noch in richtiger Scheiße rumgelaufen, Wahnvorstellung und dann Terz erstmal wieder eine, klar. Würde ich auch, wenn ich noch rauchen würde. I didn't mean to disturb your ritual. I wouldn't have guessed voodoo was in practice at a place like this. The doctor may be all about science, but I know these roots have power. Do you know what's going on here? I have a feeling Dersetto is cursed. There are several players with stakes in this game. Dersetto isn't cursed or blessed. It's a battleground. And it would all be a lot better if you could get your uncle out sooner than later. That's all I'm trying to do. I wish you the best of luck, Miss Harwood. I really mean that. Now, if you'll excuse me, I need to look after my gumbo. Gumbo! Okay. What's that? Einfach mal den Gartenschlauch weiter. It's another piece of broken plate. Ja, dann brauchen wir wohl ein Seil. Mumifizierte Mizi. Oh. Eine mumifizierte Münzi. Münzi. Lasttier. Mizi ist doch kein Lasttier. Was ist denn das für ein Puzzlestück? Es ist echt ein bisschen doof, dass man nicht sieht. Ja, das ist das, okay. Dass man nicht sieht, in welche Richtung man schaut.
So, hier Bolzenschneider, jawohl. Einfach mal alles aufschneiden mit einem Bolzenschneider, man kennt's. Ah. Nice. Jetzt haben wir den Schlauch. Now what's this? Ah, jetzt können wir da hoch. Nice. Okay, cool. Na, dann gehen wir doch mal hierher. Und jetzt kommt der nach oben, oder wie? Der ist noch gar nicht an, oder? Ist der an? Ja gut, dauert wahrscheinlich, ne? Da steht aber da, das Rätsel ist lösbar. Ah. Ah. Da ist eine Minzi. Hallo Minzi. There we go. Hey Minzi. Okay. Okay, wir können da aber keinen Schlüssel nutzen. Okay, ups, jetzt bin ich nochmal drauf. Aber die Minzi ist nicht animiert, das sind einfach nur Augen. Schade. Ah, aber da ist eine Minzi. Ah. Ja, schön. Sehr dunkle Verbrennungsspuren. Okay. So, und jetzt, da ist jetzt alles fetch, okay. Tja, dann gehen wir doch mal hier wieder zurück, oder? Oder auch nicht. Doch. Ich will die Shotgun haben. Hey, sie ist weg. Also, sie hat das Buch hingelegt. Ein Licht in der Ferne. Lanyap, okay. 1 von 3. Haben wir eigentlich irgendwo 2? Nee, aber nicht, okay. Ah, den Raum haben wir jetzt auch durch, aber dann fehlt uns noch der kleine Salon, ne? Aber das ist wahrscheinlich die Shotgun. Also sonst ist hier nix. Wir haben ja überall jetzt alles angeschaut, ne? Ja. Ja, dann ist es wahrscheinlich die Shotgun für später. Naja, aber wir gehen jetzt mal hier lang. Ach, da ist das Ding immer noch drin. Ah, okay, wir können das noch nicht hernehmen. Okay. Und wir können den Bolzenschneider nicht mehr hernehmen. Das heißt, der ist fertig geused. Okay, dann ist es sogar noch ein bisschen besser gelöst als in Resident Evil, weil da musst du es erst wegschmeißen, so. Und ob es jetzt gleich automatisch weg ist oder ob man es jetzt wegschmeißt und keine Animation sieht, finde ich, kommt aufs Gleiche raus. Wo geht's denn hier lang? Ach, hier geht's hier lang. Ja, okay. Sure. Ah, da kann man noch nichts machen. Oh. Bruder, Schwester, Lanyap, okay. Nice. Dann haben wir hier noch nicht alles. Das heißt, das ist das Ding, verstehe. Schauen wir mal da rein. Erstmal eine Runde scheißen. Vielleicht auch nicht. Was ist das? Marvelous Science. A weekly review in progress. Nee, a weekly review of progress in industry, science
Invention Mechanics. Books are obsolete. Ah ja. Na dann. Sure. Sure. Was haben wir denn da unten? Ach, hier haben wir ja den Keller, ne? Ich vergaß. Scheibenteile. Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there. I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win. Because she's so unhappy. The piece looks like the one on display in Cassandra's room. You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Maybe if you had more eyes, you would see these things. I wish you had all the eyes you needed. Your best and favorite guest, Grace. Okay. Nice. That stain looks like some kind of rot. It's another one of those plates for the talisman. It's also broken and missing some pieces. Okay, wir können das nicht einsetzen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Was worth a try. Ach, da ist jetzt zu. Ratte. Okay. Es ist echt noch nicht so viel in der Folge passiert, ne? Aber... Ah, Pistolkugeln, nice. Aber wir spielen halt jetzt schon wieder... Was ist da? 37 Minuten und ich brauche eigentlich Folgen. Ich mache jetzt noch... Lass mal 45 Minuten Folge kriegen. Sollte ja am Anfang einen schönen Einblick in das Spiel bekommen. Es ist halt auch viel erkunden, ne? Es ist jetzt nicht nur Horror und alles, wie man sieht. Finde ich aber gut. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet, beziehungsweise so gehofft, dass es so ist. Okay, wo müssen wir denn lang? Ja, und Leute, sorry, meine Stimme kackt immer ein bisschen mehr ab. Pack mich jetzt mal dahin. So, und dann gehen wir mal dahinter. Schauen mal da rein. Warte mal. Nee. Hä? Wo hätten wir denn vorhin hinschauen können? Okay. Was ist denn unser Ziel? Buried something in the flower patch beneath one of Dr. Gray's windows. She was singing in some Creole language, performing a peculiar bourgeois voodoo ritual. Certainly not an unfamiliar sight in the French Quarter, but voodoo had never felt this bitter to Emily. Okay, also das mit dem Heizkessel, da waren wir auf der richtigen Spur, aber uns fehlen noch 2 andere Ziele vorher, wie es scheint. I need the key. I need the key. Ach, nochmal. Ups. Okay, und gibt uns der Bär ins Jumpscare?
ändert irgendwie nichts, ne? Aber die Musik ist da gerade angegangen. Also hat sich irgendwie so angehört, als, ne? Wäre da jetzt was? Ah, hier geht die Musik wieder an. Ah, Alter Leute, sorry, meine Stimme. I need the key. I need the key. Okay, also hier ist nichts. Wo ist denn... Ich bin gerade echt ratlos, wo wir hin sollen. Aber ich schätze mal, dass hier eigentlich der einzige Weg nach oben ist. Oh nein, die hässlichen Dinger. Ich hasse die. Die waren so creepy im Prolog. Die waren so ultra creepy. Das sind die... Das sieht fast aus wie die Viecher, die uns verfolgen, ne? Alter, meine Stimme, Leute, ich glaube, ich muss mehr räuspern. This must be the clock mentioned in the commonplace book. Okay. This looks like the thing that held the talisman in the French Quarter, but it's broken and missing some pieces. Ah ja. Also da fehlen noch so ein paar kleine. Okay. Aber wir haben zumindest mal die Uhr gefunden. Das ist ja schon mal was. Da ist zu. Da ist zu Zimmer 6 haben wir ja einen Schlüssel. Ah ja, da ist offen. Jeremy's room. All back to normal. Okay. Das sieht eigentlich noch so aus, wie wir es hinterlassen haben im Detective. Emily ist hier. Okay, das war vorher nicht da. Vor allem ist halt einfach auch mit ihrer, ne, mit dem Bild hinten drauf. Emily's here. Emily's here. Emily's here. Süß. Okay. Jetzt wird's interesting. Da geht nix, okay. Da geht auch nix. Schauen wir mal hier noch rein. Okay. Da ist nix. Schade. Ein Füllfederhalter. Ein Lanyard. Ah, 2 von 3. Verlorene Kinder. Nice. Öffne den Schrot. Alter, da kriegen wir die Schotti. Sick. Sick. Also so ein Halsband. Hunde. Wahrscheinlich der eine Hund, um den es immer geht. Oh, nice. Okay. Amazing Stories. H.G. Wells, Jules Verne and Edgar Allan Poe. Nice. Cool. Cool. Ist zu. Ah Mann, da ist nie was drin. Getränk, jawohl. Das brauchen wir. Also wieder zu. Dann gehen wir mal da rein. Jawohl. What a strange but beautiful room. True. Are these zodiac signs? Na gut. I did it. I crossed the thresholds to my intended destination without a focusing device. My talisman now knows these roads, and I have no need for the plates. I can find my way to Lafayette as easy as I find my own room. I visited the grave of my father and seen the oven waiting for me. Thank you for opening these doors. I now must summon my courage and go back to that hateful mound outside the oil rig. I hope you'll be feeling better when I return. Jeremy. Jeremy. Ja, aber liebe Leute, ich werde jetzt mal hier einen Cut machen. Wir machen die nächste Folge.
Wie immer, lasst es mich wissen, habt ihr Bock auf das Let's Play? Also ich habe auf jeden Fall sehr Lust. Allerdings kommt ja jetzt, beziehungsweise ist jetzt Dragon's Dogma 2 raus und das Game hat mich jetzt ultra süchtig. Also es hat mich wirklich richtig süchtig gemacht und ich würde unbedingt weiterspielen. Aber ich nehme natürlich noch ein paar Folgen auf, dass wir natürlich die nächsten Tage hier weiterhin Folgen haben. Es ist wie bei jedem neuen Let's Play, wenn es neu rauskommt, dann kommen die ersten paar Tage jeden Tag eine Folge raus, manchmal auch 2. Und dann geht es immer in Abständen, entweder alle 2 Tage oder alle 3 Tage. Es kommt hier aufs Let's Play an und natürlich dann auch, wie es bei euch ankommt, weil wenn ihr natürlich eins richtig feiert, dann gibt es natürlich mehr von dem und täglich. Ne? Deswegen wünsche ich euch noch eine wunderschöne Nacht, Tag, was sonst bei euch ist. Haut rein, Drogen sind böse und Daniel, roll das Outro.